Ja, ich bin heute zu Gast bei Bianca Hammerschmidt. Stell dich mal schnell für diejenigen vor, die wo dich nicht kennen. Also ich bin die Bibi Mary, aber mein Originalname ist Bianca Hammerschmidt. Sogar ganz genau genommen Bianca Marion Hammerschmidt und bin 24 Jahre alt. Ja, und wohne in Krumbach. Genau. Wie lange wohnst du schon in Krumbach? So circa 3 Jahre. Ja? Ja. Wo warst du vorher? Erst war ich in Hochwang bei meinen Eltern gewohnt und dann habe ich die Ausbildung noch abgeschlossen als Hauswirtschafterin. In Dannhausen habe ich dann gewohnt im Lehrlingswohnheim und jetzt hier. Also könntest du quasi im Restaurant dann arbeiten, oder? Ja, also hauswirtschaftliche Tätigkeiten, da gibt es viele Sachen. Aber das da hat ihr dann nicht irgendwie zugesagt. Ja, Oder das warum? hat nicht so funktioniert, Ach so, okay. weil ich den Stress nicht so ausgehalten habe. Okay. Ja, du bist ja auch ziemlich bekannt auf YouTube. Ne? Wie ist es denn dazu gekommen oder wie lange machst du das eigentlich schon? Also YouTube mache ich schon seit 2018, Sommer 2018. Also hätte ich ja eigentlich so August angefangen. Also das wäre eigentlich schon das Jubiläum gewesen, aber genau weiß ich es nicht. Ja, und angefangen habe ich halt, weil ich habe viel YouTube-Videos geschaut und irgendwie gefiel mir halt das und dann wollte ich es halt selbst ausprobieren. Okay. Man sieht ja auch in YouTube-Videos, du bist auch nicht, was Musik betrifft, ja auch, du machst ja Webradio. Wie lang und warum, was begeistert dich da so an dem? Ja, Webradio habe ich schon mal gemacht, da war ich noch viel jünger, da war ich noch nicht volljährig sogar. Da habe ich halt mehrere Radiosender moderiert in Schlagerradios aber da waren halt manchmal so Dinge, da bin ich halt dann gegangen und irgendwann musste ich sowieso dann auch aufhören, weil ich die Ausbildung noch abschließen musste und in Dannhausen konnte ich ja nicht senden, weil da kein WLAN gibt im Wohnheim. Okay. Und ja, dann habe ich das ja natürlich geschafft, die Ausbildung und jetzt habe ich dann wieder angefangen dieses Jahr, erst seit August. Ja, okay. Ja, und das macht mir jetzt wieder Spaß. Schlager ist ja so eine Musikrichtung, gell? Ja, ich bin mit der Musik halt aufgewachsen und man versteht die Musik auch und was die auch so sagen wollen. Also legst du eher den Wert auf die deutsche Musikkultur. Okay. Du hast ja aber auch so ziemliche Prominente auch getroffen, was ich in YouTube gesehen habe. Sind das irgendwelche Schlagermusiker gewesen oder was waren das? Ja, da war ich in Konzerte und das waren auch Schlagersänger, ja. Und da habe ich halt, da wo Autogrammstunde war, durften wir auch Fotos machen und da habe ich das auch gewagt und das braucht halt ein bisschen länger, als wie wenn man jetzt gleich rausgeht nach dem Konzert. Aber das ist es wert. Ja, glaube ich. Was war das für ein Gefühl, wenn man da so vor einem Promi steht? Da fühlt man sich groß. Ja? Ja. Ist das so? Okay. Ja, nicht nur Musik ist ja deine Leidenschaft, sondern ich weiß ja auch, hast du ja ziemlich viel zeichnest. Ne? Also es ist ja das eigentliche Hobby. Ne? Wie bist du auf Zeichnen gekommen oder wie lange machst du das eigentlich? Das hat sich dann irgendwie entwickelt. Ich habe
nämlich schon ganz gut gemalt und so. Und meine Mama hat gesagt, ich soll mal das ausprobieren, abzuzeichnen. Und dann habe ich mal das abgezeichnet und das ist gut geworden. Das war halt eine Trickzeichnung erstmal. Und mit echten Figuren oder mit echten Sachen habe ich erst später angefangen. Da sind die Bilder jetzt nicht so gut rausgekommen. Da habe ich es mit Bleistift dann probiert, auch Schattierungen probiert und jetzt klappt das ganz gut. Wie lange machst du schon das Zeichnen? Das weiß ich gar nicht, das ist halt schon vom Kleinen auf schon eigentlich. Okay. Willst du mal so für die Zukunft irgendwie es noch ausbauen, weißt du, dass du das vielleicht noch mit einer gewissen, also Leidenschaft ist ja eh dahinter, ne? Aber willst du hier noch irgendwie so, weißt irgendwas aufbauen damit? Ja, Oder also hast du Traum irgendwelche habe ich, Pläne? ja, einen Traum habe ich, Ja? dass ich halt so einen Raum habe, dass ich halt meine Zeichnungen ausstellen kann und dass ich auch gewisse Zeichnungen auch verkaufen kann oder machen kann. Also eben halt ein richtiges Atelier, wenn Ja. man so will, ja? Okay. Und hast ja auch damals, glaube ich, für Uschberg ja auch mal was gezeichnet. Ja, genau, da war mal Tag der offenen Tür Genau. und da war halt so eine Nachhilfelehrerin im Berufsbildungswerk, genau. Und ja, sie war halt total begeistert auf meine Zeichnungen und dann hat sie gesagt, wir könnten das mal aufstellen und dann könnte ich mit Kindern malen und so. Ja, das war echt gut. Also könntest du dir irgendwie so vorstellen, etwas zu machen, wo du anderen eben halt das richtige Zeichnen auch beibringen kannst? Ja, dass man halt so Kinder, dass die Spaß haben, wenn jetzt zum Beispiel die Eltern gucken nach dem Bild, was könnten wir nehmen und so, dass ich halt zum Beispiel die Kinder beschäftige zu malen und ja, das wäre halt schon was. Ja, kann ich mir, denke ich mir, auch ganz gut vorstellen. In welche Richtung gehen denn so im Großen und Ganzen die Zeichnungen? Ich mache ganz unterschiedliches. Also ich habe viel Promis gezeichnet, weil ich ja viel auf Konzerte gegangen bin. Da habe ich jeweils zweimal gemacht für mich, halt so unterschreiben und das andere halt für den Sänger zu schenken. Ja, sonst mache ich eigentlich alles Mögliche. Ob es Bleistift ist oder Acryl. Ich bin ja auch bei Verena in der Max Kreativwerkstatt schon gewesen, habe ich Acryl angefangen zu zeichnen, hat sie mir ein paar Sachen vorgeschlagen, was ich so machen kann und ja, also ich habe schon ganz viele Techniken auch drauf. Ja, kriegst du da irgendwie wie so positives Feedback oder hast du das mal irgendwie so gekriegt, so positives Feedback? Ja, Hast du positives wie negatives. Also da, ja? manche meinen halt besser zeichnen zu können, Okay. Ja. aber das ignoriere ich einfach und denke einfach, ich mache halt meinen Stil und ja, wenn positives Feedback kommt, dann mache ich auf jeden Fall so weiter, dass die auch das immer sehen und ja. Also das gibt dann dir eben halt ein anderes Gefühl, dann, wenn dann so ein positives Feedback mal rüberkommt, du in deine Bilder ganz cool oder so. Ja. Ja, genau. Du bist ja richtig dabei, einen YouTube-Kanal zu machen. Wie lange betreibst du den schon? Ja, auf jeden Fall 2 Jahre, wie gesagt. Ich mache auch gern was Fotografisches halt. Ich habe jetzt bisher immer alleine so gefilmt, aber jetzt habe ich dich halt dann getroffen. Okay. Ja. Und ja, halt so professionelle Filme habe ich ja schon gebraucht und jetzt, ja, ich bin froh, dich getroffen zu haben und
dann kann ich halt nur das Fotografische halt noch weitermachen. Das tue ich in Instagram immer posten oder auch bei Facebook. Ja. Genau. Du sprichst gerade ein Thema an, genau für Fotografie. Es ist ja auch, also ein YouTube-Kanal, der heißt ja Hobby und Aktivitäten. Aktivitäten, genau. Da ist ja unter anderem auch die Fotografie gemeint. Was genau machst du da? Machst du da irgendwelche Porträtaufnahmen? Oder? Ja, ich mache alles Mögliche. Ich tue Menschen fotografieren, tue Natur ist mein Liebling einfach. Das tue ich gern fotografieren. Ich bin auch mal gerne weg und tue halt zusammen, also gemeinschaftlich fotografieren gehen oder da kann derjenige was vorschlagen oder diejenige oder ich was vorschlagen. Und du kommst und fotografierst das dann. Ja. Okay. Bearbeitest du die Bilder dann oder? Ja, das ist unterschiedlich. Wenn sie jetzt ganz gut sind, wo ich meine, ich brauche es nicht bearbeiten, dann bearbeite ich es auch nicht. Ich habe ja auch eine recht gute Kamera. Okay. Und ja, manche bearbeite ich dann auch. Ja. Wir haben ja schon in dem neuen Intro, wenn man so will, schon mal so ein paar Bilder gesehen. Ne? Also wir haben ja schon ein Intro gemacht Ja. von Ihrem YouTube-Kanal und wenn Sie mehr wissen wollen, dann blenden wir Ihnen auch die Internetadresse ein, also bei Facebook, Instagram und wo noch? Ja, YouTube und, und was war es noch? Ja, genau, meine Homepage. Genau. Also hier, wer hier über die Bilder und Freizeitaktivitäten mehr wissen will, ja, kann ja mal hier reingucken. Ja, es war's. Du hast nachher gleich noch Radiosendung, gell? Ja, genau. Wie muss man sich das eine Webradiosendung denn bei dir so vorstellen? Also wie läuft das so? Also man macht halt einen Sendeplan. Ich habe halt immer mein regelmäßiges, also am Montag zwischen 18 und 20 Uhr. Ich mache es jetzt halt momentan auch ab 17 Uhr, weil wir suchen ja auch noch Moderatoren, wo gerne mitmachen möchten. Können sich ja da auch mal bewerben. Und ja, dann mache ich es halt noch ab und zu mal, so wie heute jetzt zum Beispiel am Donnerstag, wenn es mal frei ist, dass ich da einspringen tue. Nur wenn ich da halt Zeit habe, weil ich ja auch arbeitlich unterwegs bin und ja. Ja, wir werden kurz jetzt einen kurzen Einblick in die Moderation werfen, wie das alles dann so abläuft und wir dürfen gespannt sein.